von... Wo sind wir? Wie im letzten Video schon angekündigt, wären wir ja jetzt eigentlich auf der Boot, und da diese ausfällt, haben wir uns überlegt, euch so ein paar optische Highlights zu bieten und gleichzeitig ein paar Fragen zu beantworten, weil wir das Gefühl hatten, es wird mal wieder Zeit. Wir haben ein paar spezielle Fragen, wir haben aber auch ein paar Fragen, die sich in unterschiedlicher Form mit gleichem Inhalt immer wieder wiederholt haben. Der erste Themenkomplex war, wie kamt ihr auf die Idee, mit dem Boot die Welt zu bereisen? Damit hängt direkt die Frage auch zusammen, wohin und wie lange? Und die dritte Frage, die auch häufig interessiert, wie könnt ihr euch das eigentlich erlauben? Die vierte Frage ist, wie geht es denn weiter? Wohin denn eigentlich die nächste Zeit? Ja, das Ganze können wir in einem Rutsch beantworten. Also machen wir aus diesen 4 Fragen eine Antwort. Wir sind Segler, wir haben uns beim Segeln kennengelernt. Ich war schon immer freiheitsliebend, ich wollte schon immer viel sehen, und das eine mit dem anderen kombiniert heißt, wir reisen durch die Welt mit dem Segelboot, und da musste Christoph jetzt einfach mit, den habe ich da angesteckt. Ja, aber das stimmt, Marion hat mich tatsächlich angesteckt. Für mich war das am Anfang ziemlich unvorstellbar, Job zu kündigen, Wohnung aufzulösen und so weiter, aber das waren die logischen Konsequenzen daraus. Daran hängt ja sozusagen die Frage nach der Auszeit. Es ist relativ einfach. Wir haben keine Auszeit genommen, sondern wir haben, weil wir schon sehr lange darüber nachgedacht haben, kam auch irgendwann die Frage, wie kann man das eigentlich stricken, dass das auch funktioniert. Und ich war mein Leben lang Angestellter. Und ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, was kann man auch unterwegs machen aus meinem Job. Und das ist ein Teil davon. Ein Teil davon wird sicherlich auch der Blog sein. Ich wollte da noch mal kurz was dazu sagen, und zwar hat uns die Pandemie natürlich zugespielt. Es war für uns in der Entscheidung auch tatsächlich ein Brandbeschleuniger, weil ich keine Aufträge mehr hatte und sowieso Zeit hatte und bei Christoph eben eine Umstrukturierung war, und dann haben wir die Gunst der Stunde einfach genutzt, und uns hat ja auch kurz vorher ist uns ja das Boot zugelaufen, mit dem wir das einfach auch machen konnten, und das hat einfach alles zusammengepasst. Also wie könnt ihr euch das erlauben? Ich glaube, man braucht schon das Geld, was man braucht für ein Jahr, aber in der Zeit kann man sehr viel bewegen und am besten auch eine Idee, was man bewegen will und in welche Richtung. Was haben wir vergessen aus dem Kontext? Wo soll es hingehen? Wo soll es hingehen? Magst du? Soll ich? Ja, mach du. Wir haben aus den letzten Monaten, und wer in dem Kanal schon länger dabei ist, ja festgestellt, dass Pläne sich ganz schnell ändern, und wir haben von einem Langfahrer gehört, wenn ihr anfangt, die Pläne über den Haufen zu schmeißen, seid ihr in der Langfahrt angekommen. Und wir wollten ja zu schnell, zu viel, ganz schnell über die Biskaya und so weiter. Und wir haben dann aber gemerkt, dass wir zu viel versäumen und dass das ja eigentlich auch unser neues Leben sein soll, was wir in gewisser Weise ja wohl auch arbeitend, aber auch genießend verbringen wollen. Und demnach machen wir keine großartigen Pläne mehr. Wir haben für dieses Jahr vor... Keine Ahnung. Mittelmeer. Genau, Mittelmeer. Und das wollen wir auf jeden Fall dieses Jahr machen. Wir sind in 2022, und wie wir nächstes Jahr weitermachen, wissen wir noch nicht. Keine Ahnung. Und falls wir dann doch schon im Herbst auf den Kanaren sind, kann das natürlich auch sein. Es gibt ja viele Möglichkeiten für den Winter. Es gibt die Kanaren, es gibt die Azoren, keine Ahnung, Karibik, wer weiß was. Also das ist total offen. Das macht auch überhaupt keinen Sinn, sich darüber groß Gedanken zu machen. Also ich habe da so einen schönen Spruch neulich gelesen, den finde ich ganz großartig. Der heißt, Sailors' plans are written in sand at low tide. Also genau. Die Pläne von Seglern sind in Sand geschrieben bei Niedrigwasser, und das ist einfach auch so. Also insofern, wir werden sehen. Genau. Der Fragenkomplex ist fertig. Jetzt kommen erstmal ein paar Videos, und zwar kommen jetzt Delfine. Immer wieder Delfine, von denen kriege ich auch nicht genug. Jetzt kommen ein paar Delfine, es sind wunderschöne Aufnahmen dabei. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an diese Delfine
auf der Biskaya im Sonnenuntergang. Das war so unfassbar schön. Wahnsinn. Wir ja bisher mit dem Wind noch nicht so viel Glück hatten, habe ich mal so eine Umfrage gestartet, was man machen kann. Und also mir wurde gesagt, kippt alles rein, was ihr am liebsten mögt. Und vor allem... Hinter dir springt dauernd die Delfine. Ja. Elke hat gefragt, warum wir denn immer so viel in Häfen liegen und so wenig in Buchten ankern. Die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. Wir hatten die Gelegenheit so gut wie nicht dazu. Also durch den englischen Kanal auf der französischen Seite, da ankerst du nicht. Da gibt es also so gut wie keine Ankermöglichkeiten. Wirklich durch den Kanal durch ist einfach die Strömung und die Tide. Also bei 12 Meter Tide möchtest du nicht ankern. Das geht nicht. Als wir dann in die Bereiche reinkamen, wo wir ankern konnten, ist es auch langsam spät im Jahr geworden. Und wir haben wirklich genutzt, was wir noch nutzen konnten und waren 3 Wochen, glaube ich, in den Rias. Mal hier, mal da. Wir sind ein bisschen durch die Gegend gefahren, von einer Ankerbucht in die nächste. Das war unfassbar schön. Wir haben karibische Strände gesehen, kann man in dem Video sehen, das ich jetzt gleich anhänge. Dann sind wir ja weiter nach Porto. In dem Porto in Leixões war es schon knapp nachts. Da war es schon echt kühl und wir haben ja die Heizung noch nicht eingebaut und das war dann schon, hat man gemerkt, es wird jetzt auch hier in Portugal Winter und die Nächte sind frisch. Wir haben 5 Grad nachts teilweise, tagsüber 17, das ist alles gut, aber die Nächte werden kalt und das macht dann auch keinen Spaß. Und dann kommen wir zu dem Punkt, warum diese Marina, wer hat das gefragt? Peter fragte, warum diese Marina und nicht Oeiras. Also es gibt ja in Lissabon, also es wird noch ein Video dazu geben, ein Spezialvideo über die Marinas, aber so viel dazu. Es gibt im Wesentlichen 4 Marinas um Lissabon herum, die ja für Tagesgäste und Touristen viel genutzt werden. Das ist einmal Cascais, das ist Oeiras, das ist praktisch noch direkt vor der Mündung vom Tejo. Und dann gibt es in der Innenstadt, direkt unter der Brücke, gibt es die Alcantara Marina. Und dann gibt es hier ganz hinten in dem Estuar, also weit hinter der Brücke, gibt es dann noch die Parque de Nações, wo wir jetzt liegen. Naxos.
Haben wir gestern gelernt. Genau, da liegen wir jetzt. Und ja, warum diese Marina und nicht Oeiras? Der Hafen ist sehr schwellig. Ja. Und einkaufen ist 20 Minuten weg. Und in die Stadt ist es mindestens eine halbe Stunde. 20 Minuten laufen, 20 Minuten Bahn fahren. Und wir wollten den Winter ja bleiben. Und da haben wir uns dann umgetan, wo wir hingehen können und kamen hier auf Parque de Nações. Entschuldigung, wenn ich es nicht richtig ausspreche. Parque de Nações. Nações. Und da habe ich angerufen und die haben einen echt guten Preis gemacht. Also auch für Transocean-Mitglieder tatsächlich jetzt im Winter günstiger als Oeiras. Das war aber gar nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern uns hat die Marina sehr gut gefallen. Man liegt hier extrem ruhig, wie ihr merkt, wir haben keine Bewegung im Boot drin. Man hat hier alles und das... Genau, und das war halt ausschlaggebend, dass wir hier die Zeit, und es war ja klar, dass wir lange Zeit hier verbringen werden, dass wir hier einfach die ganzen Annehmlichkeiten auch haben, die wir brauchen und kurze Wege, alles ist um die Ecke, alles ist da und die Stadt ist da und hier laufe ich ein bisschen hoch, setze mich in den Bus und fahre nochmal eben in die Stadt rein und gucke mir nochmal den Sonnenuntergang am Tejo an, wenn ich das möchte. Also ja. Es ist logistisch hier, wenn man lange bleibt, auf jeden Fall besser. Ja, das finde ich auch. Das war jetzt genug Gequatsche, jetzt kommen die nächsten schönen Bilder. Jetzt kommt so ein bisschen Segeln, so ein bisschen das Segeln, das am meisten Spaß macht. Und ohne Gequatsche, viel Spaß. So, wir kommen zum letzten Fragenkomplex. Harald hatte gefragt, wie das mit unserem Batteriemanagement ist, wie wir das dimensioniert haben, wie wir damit zufrieden sind, warum wir den Hersteller gewählt haben, den wir gewählt haben und warum wir so eine aufwendige Verkabelung und Zusammenstellung haben. Wir haben Lithium-Ionen-Batterien von dem türkisen Hersteller und von dem türkisen Hersteller haben wir auch alles genommen, weil ich bin einfach von der Qualität überzeugt und die Geräte unterhalten sich alle miteinander. Man kann es auch sagen, wie es ist. Also wir haben das Victron-System, weil es ein funktionierendes, ineinandergreifendes System ist. Wir haben einen anderen Hersteller versucht,
die Batterien gingen wieder zurück, weil es nicht funktioniert hat, auch wenn andere Leute das Gegenteil behaupten. Wir haben leider im Nachgang sehr viel negatives Feedback darüber bekommen. Und wir sind letztendlich bei dem gelandet, wo das System einfach am rundesten ist und aufeinander abgestimmt ist und das leider auch das teuerste System ist. Also wir haben 4 Geräte, die an der Wand hängen, und das sieht man auch, und das scheint das zu sein, was als kompliziert empfunden wird. Das ist einmal der Multiplus für Landstrom, das ist einmal ein B2B-Ladegerät, also von der Starterbatterie in die Lithium-Ionen-Batterie, und auch die Geräte, die praktisch dafür sorgen, dass vom Generator in die Lithium-Batterie geladen wird, und dann das sind 2 Geräte, und dann das dritte Gerät, also als Redundanz 2 und auch zur Verstärkung. Und das dritte Gerät ist um das Bugstrahlruder-Batteriebank, um die zu laden. Dafür gibt es das dritte Gerät. Ja, heißt natürlich aufwendig. So, die Frage war auch noch, wie wir es dimensioniert haben. Wir haben uns ordentlich eine Energiebilanz erstellt, und das Ziel war, mindestens 2 bis 3 Tage autark zu sein, ohne Nutzung von 220 Volt, mit Ausnahme von Laptops laden und Kaffeekocher. Und deswegen kamen wir dann auf ca. 300 Ampere-Stunden. Wir haben jetzt aktuell 400 Ampere-Stunden drin, sind damit sehr zufrieden. Wir kommen damit normalerweise 3 bis 5 Tage, jetzt mit den 2 Solarpanelen. Und das reicht aber lange nicht. Wir wollen länger autark sein, also da wird noch was kommen. Aber das hat nichts mit der Qualität dessen zu tun, was wir haben. Damit sind wir sehr zufrieden. Aber sobald das Energiemanagement wirklich steht, das habe ich auch schon mal gesagt, wird es darüber noch ein Special geben. Das ist jetzt aber noch nicht aktuell in Planung, weil wir dann eben, das wisst ihr ja, noch ein bisschen dran sind. Wir müssen Solar noch ein bisschen ausbauen und da wahrscheinlich noch an der einen oder anderen Stelle optimieren. Aber wenn das fertig ist, gibt es dann mal ein gesamtes Energiemanagement. Wir wissen, dass das Der Taucher war gerade da, der ist uns hier bei 5 Grad oder ich weiß nicht wie viel, 15 Grad, 10 Grad Wassertemperatur, hat er uns neue Anoden dran gemacht, weil die hier im Hafen in 3 Monaten aufgefressen werden, und unsere war tatsächlich aufgefressen. Also war ich da sehr froh drum, dass er das gemacht hat. genau. Jetzt mal Energiemanagement Special wird es dann noch geben. Genau. Vielleicht eine Sache nochmal hinterher. Das ist deswegen ganz wichtig, um zu verstehen, warum so kompliziert. Das liegt einfach daran, weil Starterbatterie ist eine ganz normale AGM und die Verbraucherbatterien sind Lithium. Und dadurch, dass das 2 verschiedene sind, deswegen ist das System so aufwendig, sonst wäre es einfacher. Genau, würdest du nochmal Lithium nehmen? Auf jeden Fall. Also durch die Menge an Energie, die wir brauchen, und die Gewichtseinsparung, würde ich auf jeden Fall wieder Lithium nehmen. Also, und was wirklich genial ist, die fressen einfach wahnsinnig viel an Energie, die man reinschiebt. Also wir können die Batteriebank mit 120 Ampere-Stunden laden, und das nimmt eine Bleisäurebatterie oder eine AGM gar nicht auf. Und das ist halt super praktisch, wenn wir den Generator mal laufen lassen, weil wir ihn nur relativ kurz laufen lassen müssen, um wieder aufzuladen. Das war jetzt wieder genug Gequatsche. Jetzt gibt es noch mal ein paar Bilderchen, allerdings auch mit Gequatsche. Ich habe so ein paar Outtakes zusammengesucht, dass ihr mal ein bisschen was zu lachen habt. Ich kenne die noch gar nicht. Ja, genau. Ich würde sagen, viel Spaß dabei, und gleich geht es weiter mit den Fragen und Antworten. Also nicht abspringen, Viel Spaß. dabei bleiben. Auf dem Weg von... Wo sind wir? Kleine, hier vorne an dem, was ist das denn? Das ist ja, also wir sind jetzt in Moschia und ja, fahren morgen weiter. Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Also wir müssen uns noch ein paar Worte aufsparen. Wie mein Sohn sagt, für die Rente. Blackout. Wie heißt das hier? Unter der Brücke Lois irgendwas, also diese berühmte Brücke. Dann abonniere einfach direkt den Kanal. Hast du das schon gesagt? Nö. Nee. Und wenn du wissen willst, wie...
Der Timo fragt über Insta, ob wir die Elbe vermissen. Heute ist, glaube ich, der 31. Januar, Montag. Am Wochenende wütete Nadja in Norddeutschland und nein, in dem Moment vermisse ich die Elbe nicht. Hochwasser muss ich da nicht unbedingt haben. Das hatten wir oft genug. Ja, Hamburg vermisse ich schon manchmal natürlich. Ich habe da ganz viele Jahre meines Lebens gelebt, aber wie Christoph gerade schon sagte, es ist der 31. Januar und wir sitzen hier im T-Shirt. Also das ist das, was wir wollten. Und Hamburg habe ich lange genug gesehen und die Elbe ist traumhaft schön, aber der Atlantik ist auch ziemlich cool. Also insofern, es hält sich in Grenzen. Und Andreas aus dem Allgäu fragte, warum der Steuerstand hinten offen ist. Ja, das fragen wir uns auch manchmal. Genau, man könnte sagen, ja, wissen wir auch nicht, weil wir es noch nicht gemacht haben, ist die korrekte Antwort. Ja, wir haben es noch nicht gemacht. Wir haben aber einen Überzug, wenn es wirklich stark regnet, mit einem Klarsichtfenster. Das haben wir drauf gehabt, wenn es wirklich sehr nass wird. Aber wir haben eigentlich auch keine Ausfälle gehabt, wenn es nass wird, ohne Haube. Also wir sind zuletzt viel ohne Haube gefahren, aber es sieht einfach nicht gut aus. Es ist auch gut, dass wir es noch nicht geändert haben bis jetzt, weil das ist noch ein Prozess, dieses ganze Mäusekino, was hier aufgebaut wurde von den Vorgängern. Da ist viel dran, da hat natürlich jeder so auf seine Bedürfnisse gebaut, nur unsere Bedürfnisse sind ganz andere. Wir haben 2 Plotter dran, einer davon wird nicht verwendet und Funkgerät getauscht und da sind wir halt noch am Machen. Und bevor das nicht fertig ist und wir noch nicht die gigantische Idee hatten, wie wir es machen wollen, bleibt das jetzt einfach erstmal noch so, wie es ist, weil es funktioniert ja so. Was war die dritte Frage? Das Resümee. Peter fragt unser Resümee nach der ersten Zeit und ob wir irgendwas anders machen würden. Ja, also Marion hat super zusammengefasst. Sie hat gestern gesagt, mit unserem damaligen Wissen würden wir nichts anders machen, aber mit unserem heutigen Wissen würden wir manches anders machen. Also wir würden deutlich früher im Jahr losfahren und uns mehr Zeit lassen für die ersten Meilen. Der Kanal, den wir so als Angstobjekt hatten, der ist deswegen gut machbar, weil die Strömungen und die Tidenhöhen von Hamburg aus immer mehr zunehmen und bis du dort bist, hast du es drauf. Also ja. Also ich bin immer so ein bisschen, ich bin so der hätte Ankerkette. Was soll ich jetzt darüber nachdenken, ob ich es anders gemacht hätte oder nicht? Wir haben es so gemacht, wie wir es gemacht haben und das war auch okay so. Und es lief gut. Wir haben am Anfang gleich einen auf den Deckel gekriegt und die Umstände haben uns gesagt, Leute, macht langsam und das war auch gut so. Und danach, nachdem das dann bei uns Klick gemacht hat, war dann auch alles deutlich besser und entspannter und so sollte es auch sein. Genau. Wer gerne liest, in dem aktuellen Transocean-Heft sind wir auf Seite 7 mit unserem Resümee. Da könnt ihr das gerne nachlesen. Seite 9. Seite 9. Da haben wir das zusammengefasst. Wer das nicht hat, kann aber trotzdem bei uns auf dem Blog vorbeigucken, weil Marion immer über die Etappen schreibt und da steht auch viel von unseren Learnings mit drin und ja, Learnings sind, glaube ich, auch so das Wichtige, wenn man unterwegs ist. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch was dazu. Wie schön. Ja, Schatz im Silbersee. Schallplatte bei Oma. Gut, schön, dass du bis dahin dabei geblieben bist. Wir hoffen, wir konnten alle Fragen beantworten. Ansonsten gerne in Kommentar jederzeit. Wir beantworten immer noch gerne alle Kommentare. Wenn du die nächsten Videos nicht verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal, sofern du es nicht schon getan hast und schalte die Glocke ein. Und hinterlass uns ein Like. Und wenn du möchtest, folge uns doch auf Insta und Facebook. Da bist du immer einen Hauch näher dran. Und ich würde sagen, habe ich was vergessen? Wir haben genug geredet, glaube ich. Ja, das reicht. Hoffe, ihr hattet Spaß. Schön, dass du bis hierher dabei geblieben bist und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.